Body Modification. Ein weit gefasster Begriff, denn die Möglichkeiten der optischen Veränderung sind nahezu unendlich. Was motiviert Menschen dazu? Was nehmen sie dafür auf sich? Und wo sind vielleicht auch Grenzen? Ich bin Maike Tschorn und will das herausfinden. Sie ist wirklich die Queen of Body Modification, Kira Meisen. Auf ihrem Instagram-Kanal präsentiert sie sich täglich neu. Und das ist definitiv nicht angepasst. Im echten Leben ist sie Künstlerin und Tätowiererin. In ihrem Studio tätowiert sie am liebsten große, bunte und aufwendige Tattoos mit starken weiblichen Figuren. Ich bin auf dem Weg zu ihr, denn Kira hat neben den offensichtlichen Tattoos so einiges machen lassen. Nach ihrem Motto "No wrong way to have a body" zeigt sie mir, was sie alles an ihrem Körper verändert hat. Operierte Elfenohren, vergrößerte Brüste, diverse Piercings und Vampirzähnchen. Das habe ich so noch nie gesehen. Wer operiert einem den Ohren? Es gibt Leute, die sich darauf spezialisieren. Das ist mittlerweile aber ein bisschen kritisch geworden, weil es vor ein paar Jahren tatsächlich verboten worden ist. Also viele Body Modifications dürfen so gar nicht mehr gemacht werden. Damals, als ich das habe machen lassen, das ist jetzt auch schon 5 Jahre her oder so, war das halt alles noch easy. Da gab es einen Gastkünstler, der aus Schweden kommt. Und der war dann zu Gast in Freiburg und da habe ich das dann operieren lassen, genau. Okay, und hast du es jemals bereut, dass Nee. du jetzt andere Ohren hast? Würde ich sofort wieder machen. Und woher, also ich meine, ich habe auch Herr der Ringe gesehen, ich kenne aus meiner Kindheit natürlich Fabelwesen, Elfen, Feen. Woher kam jetzt bei dir dieser Wunsch, dass dein Leben in Realität sein soll und dass du dann so aussehen möchtest? Ja, wie du schon sagtest, war bei mir auch so. Habe mich in der Kindheit viel mit Fantasy-Themen beschäftigt und ich fand das immer schon ästhetisch. Und irgendwann ging es los mit Cosplay und so weiter, wie du auch schon sagtest, Fasching und so, ist bei uns natürlich nochmal was anderes. Aber halt auch verkleiden und auch mit Elfenöhrchen. Und jedes Mal, wenn ich die aufhatte, dachte ich so, boah, das wäre so schön, wenn das in echt so ginge. Ich zeige Hausarzt Dr. Tassilo Scherle unsere Aufnahmen. Wie ist seine Meinung zur Elfenohr-OP? Das Ohr, was zum großen Teil aus Knorpel besteht, wenn da eine Infektion drin ist. Wenn ich dann noch höre, dass das auf irgendeiner Messe gemacht worden ist, dann wird einem auch noch mal ein bisschen schwindeliger. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, bei diesen ganzen Stechereien und so weiter und Ohrloch da und dort, da gibt es natürlich auch, darf man nicht vergessen, auch teilweise richtig fiese Narbenreaktionen. Das heißt, es gibt ja das Phänomen der überschießenden Narbenbildung, eine sogenannte Keloidbildung. Und da habe ich schon Befunde gesehen, dass sie plötzlich eine walnussgroße Veränderung im Bereich der Haut haben, die einfach nur durch eine überschießende Narbenbildung entsteht. Bei Kira ist aber alles gut gegangen. Keine auffälligen Narben oder Infektionen. Wir wollen gleich noch etwas trinken gehen und Kira schmeißt sich dafür in Schale. Das dauert allerdings etwas. Stück für Stück verwandelt sie sich. Und aus der zierlichen Elfe wird vor meinen Augen eine ganz andere Kira. Body Modification mit ein bisschen Lippenstift, einer ruhigen Hand und falschen Wimpern. Ich frage mich, verändern sich Menschen durch äußere Modifikationen auch in ihrem Inneren? Oder werden sie einfach nur mehr wie sie selbst? Du bist jetzt mehr du, als du im Salon warst vorhin, kann man das so sagen? Ich bin jetzt ein bisschen mehr extra, so glaube ich. Also es macht einen natürlich auch ein bisschen selbstbewusster, wenn man so eine Maske aufhat quasi. Aber es ist trotzdem Teil von mir. So, aber man fühlt sich natürlich ein bisschen mehr wie eine Boss-Bitch, als wenn man jetzt ungeschminkt ist. Aber ich finde es trotzdem krass, weil dein Outfit vorhin im Salon und auch mit den Ohren und so, das hatte ja was ganz Filigranes. Ne? Und jetzt ist es halt so, wie du schon sagst, so bam. Aber trotzdem, finde ich, hat das vorhin auch total gut zu dir gepasst. Also, ja, das bin halt auch ich. Ne? Ja. Ist das für dich also so dieses Modifizieren
für dich eine Art, verschiedene Persönlichkeitsseiten auszuleben? Nee, es ist eher, mich darin zu verwirklichen, wie ich denke, dass ich so sein möchte. Hat dieser Satz Sinn gemacht? Aber gerade auch mit den Öhrchen, ne, das bin halt mehr ich als ohne. Oder auch mit den Tätowierungen. Ich hatte neulich ein Shooting gehabt, wo ich alle Tattoos abgedeckt habe. Das war super weird. Ich habe mich nicht wiedererkannt. Das ist richtig komisch, so ganz ohne. Ich habe mich richtig nackt gefühlt. Das Äußere bedingt das Innere. So viel habe ich bei meiner Recherche festgestellt. Und mutige, zum Teil rebellische Menschen getroffen, die auf dem Weg zu sich selbst viel gewagt haben. Denn es ging nie nur um das Äußere. Und trotzdem? Ich finde, wenn es die Möglichkeit gibt, was zu verändern, womit man sich hinterher besser fühlt, sollte man das auch tun. Nur vielleicht nicht irgendeinem Ideal nachstreben und sich irgendwie jemandem anderen anpassen oder eine Kopie von jemandem werden wollen. Darin sehe ich Gefahren. Ansonsten, go for it, weil Veränderung ist auf jeden Fall was Gutes.